Hallo und herzlich willkommen zum Thema Bestellungen anlegen in Xenshow. In diesem Video zeigen wir dir, wie du eine neue Bestellung sowie die dazugehörige Verbindlichkeit anlegen und die Ware direkt aus der Bestellung vereinnahmen kannst. Starten wir dazu gleich in die Software und navigieren zu dem Bereich Einkauf, Bestellungen. Eine neue Bestellung kann über den Button Neu angelegt werden. Dazu sucht man erst die Lieferantenadresse und übernimmt die Daten aus den Stammdaten. Das Projekt wird ebenso übernommen, kann alternativ manuell abgeändert werden. Status: Wir sind aktuell im Bearbeitungsmodus, das heißt, in dem angelegten Status, die Bestellung ist noch nicht freigegeben. Die Preisanfrage kann hier verlinkt werden, wenn diese im System unter Einkauf Preisanfragen vorhanden ist. Bestelldatum heute, man kann gegebenenfalls auch Wunschdatum bestimmen. Sollte die Bestellung zum Beispiel telefonisch vom Lieferanten bereits bestätigt werden, dann kann man hier den Haken setzen und gegebenenfalls auch das bestätigte Lieferdatum. Ansonsten werden hier, wie gesagt, die Daten aus den Stammdaten übernommen. Freitext und Kopftext kann man nutzen, um die zusätzliche Information an den Lieferanten mitzuteilen. Sehen wir gleich. Die Zahlungskonditionen, die stammen ebenso aus den Stammdaten aus der Lieferantenadresse. Wir speichern die Bestellung und springen gleich in den Reiter Positionen. Da sucht man, was man bestellen mag. Kuscheldecke in meinem Fall einfügen. An der Stelle ist es zu erwähnen, dass hier nur der Artikel gefunden werden kann, bei dem der Einkaufspreis bei diesem Lieferanten gepflegt ist. Sollte das nicht der Fall sein oder sollte der Artikel bei jedem Lieferanten bestellt werden kann, auch wenn der Einkaufspreis nicht gepflegt ist, dann kann man das in dem Artikel auch steuern. Und da gibt es eine spezielle Einstellung dafür. Hier unten eine Möglichkeit, Einkauf bei allen Lieferanten zu ermöglichen. Dann kann der Artikel bei allen Lieferanten gefunden werden in der Bestellung. Der Einkaufspreis muss dann manuell festgelegt werden an der Stelle. In der Vorschau sieht man, wie die Bestellung dann ausschaut. Da sind die Daten von dem Lieferanten. Das ist der Kopftext, was wir gerade gepflegt haben. Freitext, Artikel und so weiter. Die Bestellung hat noch keine Bestellnummer. Das passiert, indem man auf die Freigabe klickt. Genau. Dann bekommt der Beleg eine Bestellnummer und kann an den Lieferanten per Mail verschickt werden. Ich habe in meinem Fall keine E-Mail-Adresse angebunden, also mache ich Sonstiges, also markiere ich als versendet. Perfekt. Wenn man einen Schritt zurück macht, dann sieht man den Status versendet und das ist die passende Bestellung dazu. Die Bestellung kann man auch buchhalterisch erfassen, indem man in die Bestellung reingeht und über Aktionsmenü als Verbindlichkeit weiterführt. Und sobald die Bestellung von dem Lieferanten bearbeitet wird und die Ware ankommt, besteht die Möglichkeit, hier auf dem einfachen Wege die Bestellung, also die Ware, vereinnahmen. Dazu gibt es eine Option Bestellung einlagern. Und wir sehen, da ist der Lagerplatz vorausgewählt. Man bestätigt das mit OK. Und in dem Protokoll sieht man, eine Menge 1 wurde bestellt und Menge 1 wurde geliefert. Die Bestellung ist somit abgeschlossen. Das sieht man, also alle Aktionen,
die mit der Bestellung passiert sind, die sind auch in dem Protokoll zu finden. Dass die Bestellung manuell eingelagert worden ist, versendet und so weiter. Diese Option Bestellung einlagern übers Aktionsmenü direkt aus der Bestellung, da gibt es eine Zusatzinformation, was man wissen muss. Sobald es sich um die Chargen oder Seriennummern oder MHDs Artikeln geht, geht es nicht, die Bestellung übers Aktionsmenü Bestellung einzulagern. Das heißt, in Xensure sind die Daten, also die Lagerbestände und Informationen zur Charge, Seriennummer und MHDs, da sind separate Datenbanktabellen und werden entsprechend erfasst. Das heißt, hier sollte man nur wirklich über diese Aktion Bestellung einlagern gehen, wenn der Artikel kein spezifischer Artikel ist, also sprich keine Parameter wie Charge, Seriennummer oder MHD hat. Wenn das nicht der Fall ist und diese zusätzlichen Parameter vorhanden sind, dann sollte man über Wareneingang Paketannahme gehen. Da werden auch die Daten mit erfasst und ordentlich eingelagert. Das war's schon an der Stelle zum Thema Bestellungen anlegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.